Hey, ciao zusammen, da ist der Big Daddy Crazy. Schaut Freestyle mit dem Mr. the One and Only Marco Schwab. Hören mich? Jetzt kommen wir dann zum Freestyle-Magazin. Ja, wir sind richtig, ich bin am Red Bull BC1 City Cypher in Zürich. Dreht sich alles um Breakdancen. Das seht ihr hier draußen, sind Battles gerade am Gehen. Die 4 Besten qualifizieren sich für Biel fürs Finale dann. Und passend dazu haben wir den legendären Crazy im Interview in der Sendung. Und noch der Biggest Peak Project. Und einen Wettbewerb, damit wir euch schön bestochen haben. Wir verlosen am Nicola Müller seine Snowboard-Boots, inklusive Hühneraugen, einer Messerspitze Hornhaut und überall hat es Pilzli dran. Darum E-Mail mit dem Betreff Boots an freestyle@startv.ch. In dem Sinn viel Glück und Desinfektionsmittel. Und jetzt fangen wir zuerst mal an mit dem Biggest Peak Project. Wenn man es überlegt, oder? Breaken vom Biggest Peak Project, Rollstuhl, Prothese, Klettern. Das ist also unglaublich beeindruckend. Jetzt der Biggest Peak Project. Jetzt läuft es wieder weiter. Soll ich auch mal reingumpen? Ein bisschen Ischias fördern. Willkommen am Teich. Das Biggest Peak Project vom Schweizer Bergsportausrüster Mammut geht los. In einem Jahr sollen anlässlich zum 150. Geburtstag von Mammut 150 Gipfel auf der ganzen Welt bestiegen werden. Der Mount Baker in Washington und der Castleton Tower in Utah haben die ersten 2 Berge zu sein, wo man für das Mammut-Projekt im wahrsten Sinn vom Wort möchte besteigen. We're up on Mount Baker in Washington State. It's one of the larger volcano peaks in the area, coming up off of the coast. This one rises up to just over 10,000 feet. Pretty dramatic elevation gain coming right out of the sea level. You can see this mountain from Vancouver up in Canada, from Seattle, from Oregon, and certainly over from eastern Washington State. It really rises up and is a really beautiful glaciated peak high above the valleys down below. Oh, we've got a good mix of people on this trip. So we've got an editor from a climbing magazine, a young guy who works for the Access Fund. We've got a wounded warrior, a military vet who's missing a leg, and he's an avid mountaineer and very strong, very fit from what I can tell. We've got a couple of guys from the Mammoth organization themselves here that live out here in the Northwest, as well as a couple other mountain guides from the US. Und natürlich geht für Bergsteiger der Tag los, bevor die Sonne aufgeht. Bereits vor dem Morgengrauen wird die Ausrüstung mit Hilfe von Stirnlampen zusammengepackt und dann noch rasch etwas gespachtelt. Da aber schon bei Sonnenaufgangswetter alles andere als ideal ist, muss sich die Biggest Peak Project Crew auf einen mühsamen Tag einstellen. Auch die Wettervorhersage ist nicht auf ihrer Seite. Mit Regen, Schnee und Wind ist es die für die Cascades typische Witterung. Nicht zuletzt aus dem Grund entscheidet sich die Bergsteiger für die einfachere Coleman-Deming-Route, anstatt wie geplant über den Nordkamm zu gehen. Nach unzähligen Gletscherspalten müssen sich Steve Banks und Co. auch noch mit der Lawinengefahr auseinandersetzen. Die ist nämlich auf den heutigen Tag aufgestuft worden und das Team muss jetzt entscheiden, ob es überhaupt weitermacht. Der Fall ist leider klar. Man wird nicht zum Gipfel hochklettern, sondern nur noch auf ein leichteres erreichbares Serac, also ein Turm aus Gletschereis. You know, it was great. We didn't get to the top, but it was a really kind of wild, beautiful day to be out. High winds, all sorts of different clouds and sun and rain and snow and hail and everything you can expect from the mountains all in one day. So it was really fun that way. Clouds would come in, you'd see a little bit, you'd get a glimpse, the whiteout would come back, and just seeing the coats in red just appear and disappear over and over again. It was a great day. I mean, a little cold, rainy, snowy, but it was fine. I mean, we didn't summit, but that's fine too. I mean, that's part of this deal.
The peak had cleared, and then we saw this just crazy cloud come up over the mountain at probably 100 miles an hour and just sort of swept over the top. And it was actually sort of vindicated our decision not to go to the top, because we were like, well, if we'd been up there then, it would have been absolutely brutal. It was a wet day, but it was a lot of fun. Everybody was in good spirits and we all had a good time out there. And to me, that's the most important thing, is to get up and get back down safe. And if everybody has a good time, hey, the summit's optional. Wir verlassen das verschneite Washington und gehen nach Utah. Dort kämpft das Team rund um den Bergführer Clint Cook mit ganz anderen Tücken von Mutter Natur. Anstatt Gletscherspalten und Lawinen heissen die Gegenspieler jetzt Hitze und sicher auch Fauna. Oder hättest du eben Bock, neben einer Python den Hang darauf zu laufen? Castleton is an iconic American summit. It's one of those things that's uniquely American. There's really no other landscape like this around. It's a famous climb. It's one of North America's 50 classic climbs, but it's also one of the main destinations for desert climbers that come to the Moab area in the southwest. It's probably the must-do tower climb. This was an initial important land conservation project for us. We donated a grant and some technical assistance to acquiring this property and keeping it from being developed as ranchettes. Just as testament to what we can do in the climbing community if we band together and try to conserve an important place. Where we are today is the traditional climbers' campground. Der Start dieser Gipfelbesteigung fängt schon mal verheißungsvoller an als der zu Washington. Das Team macht sich jetzt bereit, um den 300 Meter hohen Schuttberg am Fuß der Wand zu besteigen. Der Sean O'Neill wird zum Ausgangspunkt getragen. That's a big part of this operation is making things happen for Sean so that he's comfortable and he saves his strength through the climb. Getting up to Taliscone, I think, is going to be the challenge. We've got a number of different systems that we're going to employ. We've got a kind of a paladin chair carry that I think is going to work for about 70%, and then we're just going to go to a straight backpack, put them on one of our backs through the more technical sections. Slow and steady, I think, is going to be the name of that game. Der Bergführer Clint steigt in die erste Seillänge vor. Und da warten verschiedene Felsplatten, Risse und Chemis auf ihn. Das abwechslungsreiche Teilstück ist genau das Richtige zum Warmwerden. Der Schwierigkeitsgrad beträgt hier nur 5,9, also nicht allzu viel für geübte Kletterer. Aber wie immer bei weiten Rissen ist das Klettern schwieriger als erwartet und die Griffe nicht allzu einfach zu finden. Der unangenehme Felsen ist eine echte Prüfung für alle, die noch keine Erfahrung haben mit diesen Wüstentürmen. Und trotzdem ist es nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Bedingungen und die Hitze, die weiter oben auf die Crew wartet. Das Team schafft extrem gut zusammen und drinnen ist jetzt auch der Sean parat für den Einstieg in die Wand. Auf ihn wartet umgerechnet so einige 100 Klimmzüge. I've been practicing all summer to do a climb which never materialized, and then all of a sudden out of nowhere I get this chance to go back to Castleton and climb there. Getting around that for climbing, you have a device at your lap which captures rope. You have a device with a pull-up bar. Slide that up, do a pull-up, and then the rope will capture through the bottom down here, and it will capture your advance. The sheer size, it's always nice to feel super duper small in comparison to the size of the objects that you're navigating. Inevitably, you wind up in a peaceful state. Das ganze Team übersteht die erste Seillänge ohne Problem. Am ersten Stand geniessen sie den sensationellen Ausblick. Die Sonne aber entfaltet allmählich ihre ganze Kraft. Und so ist es auch der Clint, der als Erster in die zweite Seillänge geht. Nur wenige können sich dermassen fiese Chemis so galant aufkämpfen wie er.
Off belay, Jason! Okay, rope. Auch der einheimische Jason beherrscht den Kletterstil perfekt. Nicht zuletzt wegen dem folgt er gerade hinten am Klint. Der Pete Davis ist bei der zweiten Seillänge so ziemlich der Schnellste. Er möchte im schwierigsten Stück gern vorsteigen und hat sich so gut in Form gezeigt, dass ihm der Klint gern den Vortritt lässt. It's awesome. We got the whole crew up there watching Pete climb and lead the crux pitch, and the confidence that guy has is just really inspiring. So it's really awesome to be up there with these guys. You know, it all happened so fast. I mean, you know, I was just kind of out there and at the crux, and you've got some really slippery footholds, and one of them slipped, and it all happened so fast I couldn't even actually tell you. I mean, I knew I was going to be okay. I was like, whipping, catch me, and I was thinking, damn, those footholds are pretty slick. Well, you know, getting Sean up there and watching Pete lead those pitches was freaking awe-inspiring and just incredible. I mean, there's just no other way to put it, you know, to see guys that can buck up and really put it out there to have some fun and get to cool places. It renews my passion for the mountains and what we're doing out here. 2 von 150 Gipfeln sind also bestiegen worden. Weitere Abenteuer stehen aber natürlich noch an. Und wir sind gespannt, wenn Mammut als nächstes die Schweizer Alpen in Angriff nimmt. So, wir sind hier mit Crazy. Crazy? Yes. Was machen wir noch genau? Dynamo, was ist angesagt heute? Also im Moment reden wir miteinander. Später werden wir ein bisschen B-Boying, Breaking sehen. Also Breakdance, wie es früher genannt worden ist. Das ist zwar ein Term, den viele Tänzer nicht gerne hören, weil es halt so ein kleiner Medienterm ist, der über die Medien entstanden ist. Und das jetzt für BC1 alles zusammen. Wo stehen denn so die Schweizer? Würdest du jetzt sagen, selber? Auf die ganze Welt betrachtet jetzt, wo sind wir als Schweizer? Breaker, wo sind wir da? Mit der Musik können wir nichts, das wissen wir. Ja, prinzipiell ist es eine komplexe Frage. Kommt natürlich davon an, auf was du schaust, oder welche Judges du nimmst, weil irgendjemand entscheidet ja. An jedem Event entscheidet irgendjemand, okay, du bist jetzt zuoberst, du bist zweit, du bist dritt. Es ist natürlich sehr abhängig von den Judges. Querbeet würde ich sagen, die Schweiz steht sicher gut da. Für so ein kleines Land. Es war immer so, dass es erstaunlich ist, wie viel Qualität das entsteht in so einem Land, wo auch so viele Möglichkeiten hat, sich mit anderen zu befassen. Oder? Das ist eigentlich sehr speziell, weil wenn du in die ärmeren Länder gehst, dann siehst du, dass die hohe Energie da ist, zum Kämpfen, weil du aus dem Loch rauskommst. Oder? Darum bin ich selber immer erstaunt, wie viel gutes Zeug das in der Schweiz wirklich präsent ist. Also was meinst du dazu? Wie hat sich das ein bisschen verändert jetzt von früher zu jetzt? So ein bisschen, wenn du die Jungen anschaust, ist so, was war es früher mehr im Kunstturnbereich? Hat man irgendwelche... auch nicht? Auch nicht, nein. Kunstturnen ist... Ich darf so etwas sagen. Ja, ich bin der Kunstturner, verstehst du? Ich wäre fast mal Breaker geworden. Okay, nice. Wir können noch ein bisschen probieren. Nein, merci. Nein, Kunstturnen hat mit der ganzen Sache eigentlich sehr wenig bis nichts zu tun. Es ist klar, dass man natürlich viel Akro sieht und darum auch immer das Gefühl hat, ja, okay, Bodenturnen ist sehr, sehr ähnlich. Oder sehr... Grundsätzlich reden wir schon von einem Tanz, oder? Auch wenn der Fachterm der Medien, Breakdance, wenn man den auseinander nimmt, findet man das Wort Dance auch. Und das ist etwas, was viele oft vielleicht vergessen oder nicht akzeptieren wollen, dass wenn du nicht tanzt, wenn du keinen Bezug zum Sound hast, dann ist irrelevant, was du machst schlussendlich. Es ist einfach nicht das Gleiche und du wirst gegen einen guten Tänzer halt Zweite machen. Das ist etwas, was natürlich viele, gerade die Jüngeren, noch zuerst lernen müssen. Weil sie kommen zuerst an die Akro hin, an die Moves, an das, was die Leute so bringt. Vergessen aber eben den anderen Aspekt. Und das kommt zwangsläufig mit der Zeit, du kommst nicht drum herum. Jetzt kommt am Gossip. Oh, neue Werfer. Wir haben hier uns einen Spezialgast. Ein Spezialgast setzt mir immer irgendwelche Leute vor, die ich genau nicht weiss, wer das könnte sein. Er redet Englisch. Hello, how you doing? Hello, how are you doing? All right. Who are you?
It's a mystery. It's a mystery. So what are you into? Sports, acting, Everything. selling, everything? Everything. So you must be a sportsman. You're here. We're in the gossip, so you must be a sportsman. I am a sports superstar. Sports superstar. What kind of sports? Is it free ski, snowboarding, Bigfoot, mini scooter, rollerblades? What kind, huh? What is it? It is a snowboarding of the sports. It is a snowboarding. So you're pretty famous in snowboarding. Making a lot of money. Have I seen you in the Olympics? Yes, you have. Yes, I have. You have long hair. Are you a good skater? Yep. Kind of sound that voice familiar. Do you like fat ladies? Only from the waist up. So not in that direction too big. More right? like from here to here, not from here to here. And you're from the States, and Obviously. you're not the president of the snowboard company, right? Um, You own that company. Pretty much. So now we need the appearing. Yeah, I know who you are. So me anta Danny Cass. Hello, Danny. Hello. All good? Looking good? All good. What are you doing here in Switzerland? What's going on? What brought you here? Well, I'm here in Switzerland and I'm hanging with Absinthe, and I am a resident at Nicholas Mueller's castle. That's what you just said, like the end of the winter, you're filming with Absinthe. That's your first time you filmed with Absinthe, right? Yeah, this is the first ever appearance in the Absinthe film, and I'm very excited because it's going to be one of the best movies ever. Of course. Yeah. Yeah, I would say that. We're going to bring some fun to it. We're going to make some party. And you have a show in the States too, actually, I heard. Yeah, I do a little travel show, The Adventures of Danny and Dingo. So, does it come every week? I try and come every week, yes. So, you try to On come every TV, week? yeah. Only every week, once? Well, Only I mean, once? there's a thing called reruns, On where my it back? comes. Oh, yeah. It comes on after it premieres. Okay, so Yeah. that means you coming again here to Switzerland for the premiere, right? That is correct. Yeah, I will That's be another here appearing or for the coming. Absinthe premiere, where I will be coming to Zurich in a major way. All right, that's pretty much it. We talked about a lot of cum. Do you still got something to say? Yeah, I would just like to give a shout out to all the Swiss babes. I'm on Star TV. You can find me on Facebook, follow me on Instagram. God damn it, are you desperate or are you single? No, and also I wanted to let you know to make sure that you come to the Call Absinthe him. premiere in Zurich and meet myself and the cast. Not to mention, place to stay. I don't have a place to stay. I'm trying to save money. So if you're a hot babe in Switzerland and you have a couch that's really uncomfortable, so I'd probably need to sleep in your bed. You want to sleep in my bed? In my bed? I would, but your bed's filled with dudes. Remember, I tried to stay over your place last You week. gotta make some compromises sometimes. You You know. know? You just make a lot of money with snowboarding. I have to make money with this other business I'm not talking about. Oh, you're a TV star. I heard that, yeah. Marco is a TV star. I just work for him. Oh, you do? Yeah, he just gave me a lousy salary. He must be huge if he has superheroes Yeah. that work for him. Yeah, I tell you. Have you met him? I have. I heard met he's him. a jerk a little bit sometimes to other people. You know, he's a lot taller on TV than he is in real life, I noticed. Yeah. You know? You should tell him that every time you see him in the face. Yeah, and- because he loves that. Yeah, and he's a little better looking. Yeah. He looks thinner on TV. We make a lot of shit about my boss. I'm losing my job here. So Danny Cass, ich habe unseren Gossip, ich würde sagen, fressen noch ein bisschen etwas. Dann wir noch ein bisschen schauen, dass der Ami auch noch ein bisschen etwas zu fressen bekommt. This is for you. You want some? Pick it up. Oh, yeah, what are these? Chocolate covered So Danny anything? Cass, thanks a lot for coming. And we're going to be super excited for the premiere of Absinthe, that you're part. And yeah, where can I check your episode out? That's maybe probably... You can go on to iTunes, and you can just buy an episode of The Adventures of Danny and Dingo.
Adventure of Danny and Dingo. Also, wenn ihr seht, könnt ihr auch noch anschauen gehen, wenn ihr wollt wissen, was der Mössi ein bisschen macht. Can I get some too, or you know, I mean, this is my only food I get. You gotta stay I get a lousy fit. salary. Hey, come on, you can't have a body like that eating these all day. Just one. Just one for the camera. These are good. Yeah, they're good. You can keep it. Also, wie der Gott ist. Hallo. Schnecke, Schnecke. See? I'm waiting for the moment. This is my hand. Oh. Don't touch this, cause I'm close to the edge. Ciao! Star TV. Ja, wir sind am Schluss der Sendung. Red Bull BC1 City Cypher Zürich. Also für die dabei sind, am 2. Juni findet das statt in Biel. Könnt ihr schauen, findet ihr sicher. Also auch Zuschauer sind immer willkommen. Darum sage ich Schluss für die Sendung. Merci fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Und Break ist geil. Ich finde Break geil, das kann nicht jeder. Es ist immer schön etwas, was nicht jeder kann. Also, tschüss zusammen.